Herzlich willkommen, Freunde. Wir sind zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich meinen Stiefvater dabei. Spaß beiseite. Dennis Wolf hier am Start. Und wir sitzen im schönen Flexfit Waltrop. Und morgen findet die nach langem mal wieder die zweite Dennis Wolf Classic Dennis Wolf Classic statt. Ich werde einen Gastauftritt machen und heute dachten wir finden uns hier noch mal ein bisschen zusammen. Vielleicht hast du schon mal gesehen, aber ich habe immer ganz brisante Fragen an meine Athleten oder an Leute, mit denen ich drehe. Die sind sehr seriös und gehen sehr tief, also musst du ernsthaft beantworten hier. Dann bleiben wir ganz schön ernst. Bleiben wir ernst jetzt hier. Und zwar ist die erste Frage: Wann warst du das letzte Mal richtig besoffen? Oh, richtig besoffen. Ja. Ja gut, das ist dann schon übertreiben, ne? Wenn man richtig besoffen ist. Also Ja, das ist einfach, was ich von verstehe. Boah, keine Ahnung, richtig besoffen. Wann warst du? Weil ich kenne das nur. Angetrunken, öfters so letzte Zeit. Ich meine, wenn man irgendwo mit Freunden jetzt nicht unbedingt jetzt wie kein rausgehe oder was, also ich feiere nicht oder so. Aber wenn man zum Beispiel bei der Arnolds ist und dann hat man halt ein paar Jungs nicht gesehen, längere Zeit. Dann, getrunken, so, ja, dann hat man ein paar Drinks gehabt. Und wenn man dann wenig gegessen hat, dann fühlt man sich schon eher so angetrunken. Also das würde ich dann noch akzeptieren, aber sonst so besoffen, ist schon ewig hier. Eher vor Bodybuilding dann? Vor Bodybuilding? Weil ich habe vor Bodybuilding tatsächlich so mal, klar, hatte jeder wahrscheinlich in der Jugend. Und dann kam Bodybuilding, habe ich gemerkt, ja, Alkohol ist immer das, was meine Trainingsperformance am meisten kaputt macht. Und dann lässt man schnell sein. Aber wie war das bei dir? Du bist dann ja Profi geworden und dann hast du gesagt, mache ich gar nicht mehr. Oder auch so nach einem Sieg oder nach der Arnolds, wo du gewonnen hast? Ich war nie der Typ, der irgendwo Alkohol getrunken hat, in der Karriere sowieso nicht. Aber ich muss sagen, also ich weiß, wann ich richtig besoffen war zum ersten Mal. Ja, das war, Hau mal raus. Das war Schulabschluss. Ja, ja wer nicht, oder? Ja, so. Aber danach, ich meine, als aktiver Bodybuilder habe ich eventuell in der Offseason 1, 2 Bier getrunken, so im Restaurant mit Paul, Buchsbaum zum Beispiel, wenn ich immer zum Gastauftritt war. In der Nähe von Heidelberg und so, dann gab es sowas, aber ansonsten eher nach der Karriere habe ich dann mehr so halt Richtung, ich nenne das ja ein normales Leben, weil ich bin kein Alkoholfan, aber ab und zu hat man sowas halt ein bisschen genossen, so mit den Freunden. Ja, schon interessant, weil so viel Hief und so nach dem Olympia hört man immer, der ist mit Honey Rambert immer richtig einen drauf machen gegangen. So. Deswegen interessant einfach, auch für die Leute, weißt du, weil du bist ja auch nur dann irgendwo Mensch. So, und vielleicht ist es während der Karriere auch vorgekommen. Aber ehrlich, das ist, ich war nie der Freund davon. Ja. Ich denke mal, das ist ganz gut, weil ich meine, wenn man schon ein paar Sachen so nachforscht, wie Alkohol eigentlich gemacht wird, ja, also jetzt Wodka und die anderen Sachen. Ja, das ist meistens nur Ethanol wird da benutzt, mit Wasser vermischt und dann hast du günstig ein paar Millionen gemacht, sozusagen. Ja, aber wie gesagt. Dann gibt es bald den ersten Dennis Wolf Wodka. Nein. Also, ich hab eine Bierfirma gehabt mit einem Partner. Ja, krass. Ja, und da war ich noch aktiv. Aber keine harten Sachen, nein. Okay. Ja, aber interessant auf jeden Fall. Wir kommen zur nächsten Frage. Was war für dich der schönste Moment in deiner Bodybuilding-Karriere? Der schönste? Ich glaube, ich hatte... Es muss jetzt gar kein Sieg sein so irgendwie, sondern manchmal sind es ja auch die Sachen, wo man Ich würde sagen, als ich die Zustimmung von den 10.000 Leuten in der Halle bekommen habe, als ich rausgegangen bin bei Mr. Olympia 2007. Krass. Also kannst du dir vorstellen, 10.000 Mann heulen. Ja. Also kriege ich gleich noch hier. Und das war wirklich ausverkauft. Das ist das einzige Mal, dass die Halle da ausverkauft war. 10.000 Mann und das werde ich nicht vergessen. Stimmung, gell? Ich habe zwar nicht gewonnen, aber das war der beste eigentlich Moment so in meiner Karriere, wo ich gesagt habe, das ist jetzt nicht real. Du bist so ein Freund, da kommst du raus und dann halt auch noch mit diesem Wolf und dann kommt das Wolfsgeheul. Ich hatte ja schon im Frühjahr halt Keystone Pro gewonnen und ich hatte so einen Hype auf dem Weg Richtung Olympia. Und also wirklich, da kam ja zum Beispiel Triple H
Ja, krass. Ja, und sag, hey, nice to meet you. Yeah. Hell no. It's nice to meet you. Ich like, okay, was? Wie? Ja, weißt du, der kennt dich der Mann ist schon 20 Jahre irgendwo im Showbusiness gewesen. Und dann sagt er hier, boah, Wolf, wer bist du denn eigentlich? Ne? Also, ist schon cool gewesen. Ja, ist oft so. Also die meisten, die ich so gefragt habe, dann, die halt schon krass erfolgreich waren im Bodybuilding, die sagen auch immer nie, dass es irgendein Sieg war oder so, sondern vielmehr dann die anderen Erlebnisse, der Moment. Oder so, ja. Genauso ist ja auch mit Preisgeldern. Ich weiß nicht, wenn du die Arnold gewinnst, dann denkst du mehr an die, wir hatten es ja auch davon, mehr an die Jacke, die du kriegst dann so, was eigentlich voll... Genau so. Als der Branch die grüne Jacke, also mit dem grünen, wer es denn das gekriegt hat, da habe ich mich schon aufgeregt. Aber hey, gerade jetzt, die Farbe ist in. Ja, genau. Und, also da machen die Jacken auch Überlegt so. Man, man freut sich mehr über eine Jacke als dann über 100.000 Dollar Preisgeld. Also ja, muss man schon gut, ich meine, sobald man zur Ruhe kommt, dann überlegt, schon. Ich meine, du hast dieses abgesicherte Gefühl dann, okay, du hast es geschafft, das war dein Ziel. Und du hast nur was verdient. Ja, also du hast kein Minus gemacht wie vorher halt die Jahre zum Beispiel. Ja, ich meine, damals waren die Verträge auch höher als heutzutage. Easy man. Ja, und war ein anderes Business, aber trotzdem, wenn man dann was gewonnen hat, das war ja doch schon extra Cash. Ne? Das war schon nicht übel. Ja, nimmt man gern mit auf jeden Fall. Ja. Was war für dich der schönste Moment in deinem Leben? Gibt es da was oder was jetzt so viele, als erstes in den Gedanken kommt? Moment. Gut, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. So ein langweiliges Leben. Ja. Also so viele Momente. Meine Frau habe ich geheiratet. Ja. Das war schön. Das ist doch eine schöne Beispiel. Antwort, ja. Weil ich meine, ich habe ja kein nice. langweiliges Leben, aber ich habe deswegen habe ich mir die Frage ein schnelles Leben so, weil ich zum Beispiel, nach nach meinen Siegen habe ich es nicht so gefeiert zum Beispiel, habe es nicht genossen, wo ich jetzt denke, okay, hätte ich vielleicht mal eine Woche mal locker angehen sollen oder wie auch immer, oder wie du schon sagte, viel Heat war immer feiern, vielleicht hätte ich das machen sollen. Aber wie gesagt, ich hatte immer Angst, dass ich dann zur Ruhe komme. Ich wollte gerade sagen, wärst du dann aber auch dahin gekommen, wo du dann hingekommen bist, weißt du? Ja. Nicht, dass du dann dich darauf ausgeruht hättest. So. Davor hatte ich Angst, genau. Ja, lieber so dann, als dann hättest du es nicht geschafft und ja. Aber ich denke, das war schon in Ordnung, weil wenn ich das vermissen würde, jetzt nicht feiern irgendwo, dann würde ich das alles schon nachholen. Ja, safe. Da hatte ich auch mit Dorian jetzt das interessante Gespräch, das hat er mir auch erzählt, der hat dann ja nach seiner Karriere Vollgas gegeben so, und hat das nachgeholt. Und ich finde, bei dir hast du eine gute Balance so gefunden im Leben. Das ist dann auch wichtig und ist so für einen, der jetzt am Anfang der Karriere steht, auch irgendwie dann so motivierend oder ein Vorbild, weißt du, die was dann auch danach so wieder zurück ins normale Leben. Genau. Also normalerweise sieht man das ja nicht oder kriegt man das nicht mit, dass ein Bodybuilder dann sich irgendwo zurückentwickelt zu einer, ich meine, dass der eine super Figur hat dann immer noch, aber nicht mehr so schwer ist und trotzdem fit und gesund aussieht. Die meisten bleiben Leben lang Bodybuilder, versuchen schwer zu sein, immer noch mit 50, 55, also wie gesagt, weiterhin trainieren, das tue ich auch, aber ich habe viele andere Sachen in meine Aktivitäten eingebaut. Ja, das ist schon cool, definitiv. Also Vorbild, wie gesagt, für die meisten dann, was das angeht. Danke. Das ist schon geil. Was mich aber auch zu der Frage bringt, vor allem wenn du auf deine Anfänge gehst, war es von Anfang an geplant, die Profikarriere zu machen? Oder wann war das so, wann hast du so gecheckt, wie bei mir dann 2019, so okay, jetzt habe ich irgendwo abgeliefert und jetzt ist es schon eher Beruf und kann das jetzt zum Beruf machen. Wo war bei dir da der Punkt? War das nach der WM damals, wo du dann Profi geworden bist? Oder war das früher? Oder war es in deinem Kopf früher und dann erst ist es Realität geworden? Oder wann war so der Punkt, wo es von Hobby richtig ernst so und richtig Beruf wurde? Man sagt ja immer, man muss ja sich ein Ziel setzen und dann alles dafür tun, bis man das erreicht. Es ist halt nicht, es ist schon mit allen Sachen möglich, aber man ist ja immer limitiert, so mit was du kannst, was du genetisch kannst und was du halt mit deiner Arbeit
machen kannst. Aber ich weiß nicht warum, aber als ich angefangen habe mit dem Training und irgendwann dann zum Wettkampf gegangen bin, Newcomer-Meisterschaft gemacht habe, bei Junioren war ich ja eine Woche zu alt, ja, musste sofort in die Männer mit 21, genau, so bis 21 waren Junioren. Und danach habe ich schon das Gefühl gehabt, also das ist schon was für mich. Ja, und dann habe ich ein Jahr später dann den Gesamtsieg gemacht bei der nordrhein-westfälischen Meisterschaft, Landesmeisterschaft und vierten bei den Deutschen, aber danach ging es los. So mental habe ich an nichts anderes denken können. Ja. Ja, und dann war es erstmal als Ziel gesetzt, die Profikarte irgendwie zu bekommen. Ja. Ich habe ja auch das Ganze immer schon irgendwo im Kopf gehabt, ne, wo ich gemerkt habe, das liegt mir, sieht ja gut aus und jetzt habe ich auch nur einen Gesamtsieg gemacht. Ja. Und ab da war das ernster und ernster und ernster. Also da habe ich auch auf der Arbeit jedes Mal, wenn ich irgendwo gearbeitet den ganzen Tag, ich habe nur Bodybuilding im Kopf gehabt. Ja, krass. Ja, das war schon, gut, ich muss jetzt essen und dann weiter streichen oder, weißt du, meine, solche Sachen. Ja. Also ich war schon auf dem Weg nach oben und wusste schon irgendwo, ich werde das schaffen. Ist zwar immer blöd zu sagen so, weil du was schon geschafft hast, aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht so unbedingt. Ne? Also jetzt, wo ich sage, pass auf, jetzt mein Business auf und dann gebe ich Gas, bis es läuft. Also diese Einstellung habe ich jetzt mal, nicht. Wie du für Bodybuilding gebrannt hast. Genau, so, genau. Ja, aber deswegen hast du es auch geschafft. Das gehört ja auch dazu, so eine Einstellung, weißt du, was ich meine? Ich meine, du hast ja auch jetzt eine Einstellung, wie wir schon sagtest, das ist ja bei deinem Beruf. Ja. Und da willst du ja auch einiges erreichen. Ja. Und dafür machst du das ja auch jetzt. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, wenn das dann läuft, dann ist es doch so eine Motivation. Ich meine, ja, dann erst recht. Ja, dein Jahr ist verplant. Ja. Also da gibt es nichts Besseres von mentaler Einstellung oder sonst irgendwas. Also es geht einfach nach vorne. Ja, das stimmt. Ja. Wo war dann aber so auf dem Papier so das Ding, wo du gesagt hast, ey Chefe, ich schmeiß hin jetzt, ich nehme keinen Pinsel in die Hand, ich gehe jetzt nur noch Bodybuilding machen. War es mit deinem ersten Vertrag, wo du Profi warst? Oder hast du mal so eine Übergangsphase gehabt? Ich habe ja schon vorher auch gehört, unfreiwillig, ich wurde entlassen, weil ich immer verschlafen habe. Zu viel gegessen, zu kaputt vom Training. Hey, ich war spät im Bett und aber geil, dass du es raushaust, Mann. Hey, das feiere ich so. So, da wurde ich entlassen, pass auf. Ja. So, dann habe ich ja meine Frau kennengelernt. Gott sei Dank. Wenn ich nicht arbeitslos geworden wäre, hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. Ja, weil ich mittags dann zum Studio gefahren bin und sie war da. So, und dann habe ich einen neuen Job angefangen. Und ein halbes Jahr später wurde ich dann entlassen, weil ich der Jüngste und der Letzte, der eingestellt wurde, entlassen wurde. Und ab da war das nur noch Ziel, die Profikarte. Das war, glaube ich, 2003, 2004 so, wo ich dann in die Richtung gegangen bin, habe Security gemacht, also nachts an der Tür gearbeitet, am Wochenende. Und damit habe ich mir das alles finanziert. Und klar, meine Frau hat gearbeitet, hat einen super Job gehabt. Und war ein Team halt ab da. Ja, wichtig. Erlebe ich selber. Teamwork, ja, du kennst es ja gut. Ja, aber ist cool, ist sehr wichtig auf jeden Fall. Nächste Frage, du hast deine Karriere ja eher unfreiwillig durch die Verletzung, sage ich mal, beendet. Was denkst du, wie lange hättest du die Karriere noch weiter gemacht? Wärst du nicht durch die Verletzung, sage ich mal, unterbrochen worden? Und vor allem, wie hast du, oder glaubst du, du hättest die Verletzung vermeiden können? Oder was hättest du machen können, um die zu vermeiden? Weil sonst warst du ja immer die ganze Karriere durchweg eigentlich. Ich glaube, das auch noch gut fit. Ja, danke. Ich glaube, das ist genetisch bedingt, weil meine Mutter hat ja auch einige Wirbelprobleme. Ihr Bein ist zum Beispiel gelähmt, eine Seite. Also jetzt alles so und das hat alles mit der Wirbelsäule zu tun. Bei mir ist es ja die HWS. Und weil ich ja so schwer war und eigentlich fit war, hat das alles in place, hat an seinem Platz gehalten sozusagen, alles stabilisiert. Ja, so, und irgendwann, ich weiß nicht, was da passiert ist oder sonst irgendwas, wahrscheinlich ging das nicht mehr, dann habe ich es gemerkt, also durch den Schmerz, weil ich dann im Flieger gesessen habe
und den Kopf nach hinten gelehnt habe. Dann kam ein richtiger Stich. Ne? Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich mir was eingeklemmt. Ja. Und das war halt der Anfang. Ja? Und irgendwann kam es dazu, dass ich dann die OP machen musste. Und als ich dann mein Comeback gemacht habe, schon allein in der Vorbereitung habe ich gemerkt, es geht nicht mehr so wie sonst. Ja, und als ich dann den letzten Vergleich auf der Arnold Classic bekommen habe, dann war das für mich ganz klar, dass ich wahrscheinlich das letzte Mal auf dem Wettkampf bin. Was denkst du, wie lange hättest du das noch gemacht? Hättest du die Verletzung nie gehabt? So? Wenn ich die nicht gehabt hätte, ich habe ja mit 36 aufgehört. Ja. Sozusagen. Also ich war mit 36 verletzt. Hast du dir gesagt, so als Limit mit 40 will ich aufhören oder mit so? Limit war immer 10 Jahre Profi. Also das da haben wir auch geschrieben gehabt so und du sagst wir sprechen uns in 10 Jahren so, dann hängst du noch mal 2 Also das ist immer so ein Ziel gewesen, 10 Jahre und ich meine, wenn du 10 Jahre da oben bist, dann ist das schon eine Karriere. Das ist auch ein Druck und eine Leistung, die du abliefern musst. Also wenn ich jetzt so die letzten Jahre analysiere und bewerte, dann hätte ich schon ganz große Chancen, Minimum einmal die Olympia zu gewinnen. Ja. Also das, was ich jetzt danach so sehe und so denken kann. Ja, also ich denke, das oft so. Jetzt nicht mehr, aber die erste Zeit, also das erste Jahr, wo ich verletzt war, als ich da saß, das war ganz schlimm. Ja. Ganz, ganz schlimm. Manchmal aber da war ich ja noch nicht, oder mir war es noch nicht bewusst, dass ich das nicht mehr so machen kann. Aber wir saßen ja auch bei den Arnolds, jetzt wo ich gestartet bin dieses Jahr, saßen wir dann nebeneinander am nächsten Tag und haben uns so angeguckt. Und dann kamen die Vergleiche und neben mir dann Dennis Wolf, wurde auf einmal hungrig und dachte sich, hey Mann, ich damals mit der Form, weiß nicht. Also, ab und zu ist das dann so, dann denkt man so, hey Mann, ich hätte die Scheiße jetzt nochmal gewonnen. Ja, wenn er da sitzt und so, dann ist das mehr so ein innerer Ärger. Warum ist der jetzt nicht besser in Form? Ja. Oder, weißt du, also, warum habe ich so eine Scheißzeit erwischt damals? Du bewertest das ein bisschen anders, wahrscheinlich dann zu harsch, weil du das an dir selber sozusagen durchgeführt hast. Ja. Du hast ja im Spiegel geguckt und dann warst du immer, wie sagt man das, meistens unzufrieden, weil es war ja auch die Einstellung. Wenn du zufrieden bist, dann ist irgendwo Stopp. Ja. Ne, du bist ja, wenn du zufrieden bist, dann hörst du auf. Dann ist es vorbei. Und deshalb, also ich bin da immer ein bisschen härter so mit meinem Judging. Ne. Tust du das auch auf deine Athleten? Du bist ja jetzt auf Vorbereiter tatsächlich so noch. Tust du das auf die auch so widerspiegeln und bist da eher härter oder? Gut, die Härte ist schon wichtig. Ja. Die Härte ist schon wichtig. Aber es gibt ja verschiedene Körpertypen. Ja, also der eine wird knüppelhart und der andere ist schon 4 Wochen auf 0 Kohlenhydraten und passiert gar nichts. Ja, da musst du schon was ändern. Also da muss man erstmal rausfinden, wie der Körper funktioniert. Aber klar, also die Härte ist das Allerwichtigste. Und flach darfst du nicht sein. Aber ich bin nicht so kritisch wie die Athleten zu sich selber. Ja. Also. Oder wenn ich dann versuche, dann jemand zu sagen, vorsichtig. Also das ist immer schwer. Also jetzt ist ja Genetik spielt eine ganz, ganz große Rolle im Bodybuilding. Ja. Und die meisten haben die nicht. Ja. Ne? Und dann kannst du auch nicht jemand sagen, pass auf, du hast jetzt schlechte Genetik oder. Also da muss man immer vorsichtig sein. Ja, weil, das ist schwierig halt. Also, du musst das schon manchmal sagen, zu oft so. Dann tust du das Ego, was du auf dich selber projizieren würdest, so. Wenn du in den Spiegel damals geguckt hast, nee Mann, das ist scheiße, ich muss noch viel besser werden, da und da. Das darfst du da halt nicht auf andere Leute dann so übertragen, weil die wollen vielleicht gar nicht so. Weil, ich meine, du bist ja als Coach irgendwo ein Role Model, so. Also du bist ja irgendwo... Genau. Vorbild und du darfst ja jemanden nicht irgendwo zerstören da irgendwie, weil du musst ihn aufbauen. Also das ist für mich wichtig. Also versuch schon, ich meine, was heißt Versuch? Ich sage immer die Wahrheit, aber man muss ja nicht, also Wahrheit und Wahrheit. Wie du die verpackst. Genau, wenn du sagst, du bist doof oder du sagst, du bist ein bisschen naiv. Ja. Ist jetzt nicht auf Dinge zu übertragen, aber wie gesagt, nur ein Beispiel. Ja, und so ist es halt. Ne? Auch ein sehr wichtiger Punkt, sage ich mal, im Bodybuilding generell und interessiert auch viele, so Thema Finanzen auf jeden Fall. Und da interessiert mich, was du zu deinen Hochzeiten deiner Bodybuilding-Karriere verdient hast. Gutes Geld. Ja?
Können wir so stehen lassen oder gibt es da auch so ein... Ja, also jetzt, damit ihr euch was vorstellen könnt, ich war bei BSN. Also, Du hattest ja hattest krasse Sponsoren so. Also ja, also jetzt, zu meiner Zeit war der bestbezahlteste bei BSN Coleman und ich war da drunter. So. Und klar. Also war schon ganz gut, kann man jetzt nicht vergleichen. Wahrscheinlich mit den Influencern kann man schon vergleichen, was die jetzt machen. Aber auch, da komme ich wahrscheinlich auch nicht dran, was die meisten so an Geld verdienen können heutzutage durch Social Media und so. Das ist aber auch ein geiler Übergang, den du schaffst, weil ich habe mir als nächste Frage aufgeschrieben, weil es echt ultra interessant ist. Wie siehst du die Möglichkeiten als Profi-Bodybuilder damals Geld zu verdienen versus heute so? Und halt die ganze Social-Media-Meinung generell so. Früher war es halt, du hattest dann einen geilen Sponsor und dann musstest du für den halt wahrscheinlich abliefern, die Sachen. Musstest Shop-Eröffnungen, sonst was zu Terminen messen und so und hast dann aber dein Monatsgehalt bekommen. Genau. Hättest du das damals gefeiert eher oder warst du immer der so, wow, lasst mich in Ruhe, bloß weg damit? Na gut, ich war einer der Letzten, der überhaupt einen Instagram-Account gemacht hat. Ja, also ich wollte das gar nicht so, weil ich meine, das ist ja... Keiner wusste, was das ist, als das sozusagen kam. Aber ihr seid ja ein bisschen anders aufgewachsen. Ja. Ihr habt das ja schon immer gehabt. Also bei uns ist ja dazugekommen. Also als ich sozusagen, wo meine Karriere hochging, war das so 2006, 2007, 2008. Da ging es los mit den Foren, wo man dann geschrieben hat. Und dann hat es sich schon sozusagen aufgebaut, wo die Fans mehr Zugang hatten zu den Profis, da konntest du selbst schreiben, in den Foren, da haben sie gesagt, oh wow, okay, jetzt schreibt er auch. Ja, früher gab es sowas gar nicht. Ja, und das war für uns schon so ganz was Besonderes. Ja, nicht jeder kam damit klar, aber jeder wusste, okay, also jeden Morgen bist du dann aufgestanden, Kaffee getrunken und hast erstmal Foren. Ja, das war, was du jetzt zum Beispiel, wenn du auf Toilette sitzt, Instagram machst, wahrscheinlich. Jeder kennt das ja. Ne? So. Dann wäre das wahrscheinlich, wenn das meine Zeit wäre, also damals schon mit Social Media, wahrscheinlich wäre ich ja viel weiter mit Followerzahlen und sonst irgendwas, weil die Jugend ist ja jetzt sozusagen total nur auf dem Trip. Also es ist egal, was es ist, findest du online. Ja, und damals gab es gar nichts. Da gab es ja nicht mal ein Bild vom Bodybuilder irgendwo. Ich meine, ne? Du hast ja nur die Magazine gekauft. Aber wie gesagt, das ist... ganz verschiedene Zeiten und bei uns war das so, du hast ja Geld für deine Erfolge gekriegt, sozusagen, wenn du jemand warst, wenn du jetzt deine Karriere am Anfang schon aufgebaut hast und die haben gesehen, du hast viel Potenzial, dann hat man dich geholt. Ja, so wie bei mir erst war es Nutrix und BMS, also das ist ein deutscher Besitzer gewesen, also zwei, der eine war in den Staaten und der eine hier. Und da war ich auch 4 Jahre, bis dann BSN kam, wo die sich dann entscheiden mussten zwischen Phil Heath und mir. Krass. Ja, und dann haben die gesagt, der Blonde. Ja. Na, also wie gesagt, also die Verträge waren nicht zu vergleichen mit heutigen Verträgen. War krass, oder? War schon ganz gut, Da hast du dich gefreut wie ein Schnellkönig. Ja klar, also ich konnte es gar nicht glauben. Vor allen Dingen dieser Vertreter kam dann zu mir an, war auf der FIBO. Und hat mir das angeboten und dann habe ich nur gesagt, ja, ich meine, ich habe Interesse, aber wie viel Geld bietest du denn an? Es kam nur genug. Ja gut, ich meine, aber dann bist du immer noch unzufrieden. Da habe ich erstmal gesagt, gut, alles klar, dann warte, ich bin ja jetzt nicht so, weißt du, dann sagt man, ja, der will ja nur Geld haben. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich warte ab und einen Monat später kam der Vertrag. So dick. Ne? Also das ist halt typisch amerikanisch. Wenn du den Vertrag unterschreibst, dann musst du alles nach dem Vertrag machen. Also wirklich, ist egal was, dann können die dich rausschmeißen oder Geld kürzen oder sonst irgendwas. Ja, hat man ja aber auch gehört, so diese Exklusivverträge dann auch, was die Weider-Brüder noch hatten und so, wenn man dann, die haben dich dann in die Staaten geholt und die haben dir alles gestellt und gemacht und dich um einen gekümmert. So. Ich weiß nicht, vermisst man manchmal schon, weil man dann eben auch so sieht, vielleicht leidet die Qualität der Athleten heutzutage drunter, weil man noch so viel rechts und links machen muss. Dann zum Beispiel. Sieht ja das Ergebnis der offenen Klasse. Ja, man hat ja nicht mehr so viele exzellente Athleten. Früher auf Mr. Olympia, man hat Top 10 tauschen können und
mein erstes Ziel war, als ich Mr. Olympia Quali geholt habe, Top 10 zu machen. Ja. Also, ich meine, ne? Und heute gehen die auf die Bühne und wollen gewinnen. Ja. Schon allein diese Einstellung ist anders, weil man wusste früher, es ist nicht so einfach, weil die alle brutal gut sind. Also wirklich. Also als Anfänger hattest du kaum Chancen. Glaubst du, Social Media hat das so? Nee, nicht Social Media, sondern die Klassen, die dazu kamen. Ja. Ich denke, also das ist nur meine persönliche Meinung. Also, ja, deswegen machen wir das also. Man hätte das anders machen können, dass man trotzdem die Chance hätte, also die Jugend die Chance hätte, in die offene Klasse sozusagen zu gehen und nicht, okay, jetzt die Klassik, Physik ist da, es ist zwar geil alles, sieht super aus wie die Bodybuilder in den 70ern, aber normalerweise, wenn du Talent hast und Genetik hast, bist du in 3 Jahren da und dann bist du Profi. Aber offene Klasse hat schon 10 Jahre gedauert oder 7 Jahre gedauert, bis du Weltmeister geworden bist, wenn überhaupt. Ja, und dann hast du erst deine Profikarriere. Die Frage, die ich mir aber stelle, jetzt wäre ein Dennis Wolf zu den Anfängen heute, wärst du in die Classic gegangen? Weil ich meine, ich kann auch mal ein Bild einblenden. Ich meine, du warst ja Classic Physik. Classic nur schwer. Nur schwer. Also für mich gibt es ja auch ehrlich gesagt keinen, also klar den Gewichtsunterschied und Masseunterschied, aber ein schöner Bodybuilder ist für mich ein schöner Bodybuilder. Ein genau, so sehe ich das auch. Rest in Peace. War auch ultra schön, habe ich extrem Classic gefeiert und das war Classic ohne Ende. Genauso gibt es dann welche, die jetzt Classic Physik machen, aber aussehen wie, weißt du, linientechnisch verbaut und ohne Ende. Oder am Anfang waren das doch die Bodybuilder, die sich runtergehungert haben und dann in der Classic Physik mitgemacht haben. Aber du hast gesehen, dass das Bodybuilder hat immer noch, weil die Mittelpartie ist und allgemein steif halt und alles. Sieht nach Bodybuilding genau, aus. Also es ist halt eine Art, also es ist eine Kunst. Bodybuilding ist eine Kunst, das ist halt vom Gewicht her ist das egal, aber ich finde, da muss man irgendwas rausfinden, dass man das irgendwie verbindet, dass das offene Bodybuilding so als Klassik sozusagen mehr hervorgerufen wird. Also Gewicht dann wegnehmen oder so oder langsam erhöhen. Dass man, ich meine, jetzt guck mal, der Alexander Westermeier, der musste 6, 7 Kilo abwerfen. Ich meine, was einen halt dann auch schlechter macht. Natürlich, ja. Ich meine, mit 5 Kilo mehr siehst du ja viel geiler aus. Ja. Wenn du fertig bist und siehst top aus, dann musst du noch runter. Ne? Und da muss man immer aufpassen. Und das ist immer, denke ich mal, verkehrt, weil du darfst deinen Körper nicht so jetzt strapazieren, finde ich, wo du eigentlich schlimmer aussiehst danach, weil du das Gewicht machen musst. Ja? Und wenn du jetzt, keine Ahnung, nur 5 Kilo schwerer bist, siehst du super aus. Also die müssten das ein bisschen erhöhen, denke ich mir mal. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Die Frage, wäre ein Dennis Wolf heutzutage in die Classic gegangen, wie würdest du die beantworten? Ich denke schon. Ja. Ich meine, dann hätten wir schon das ist ja das Wichtigste. Du bist schneller an dem Traumkörper sozusagen, den du dir aufgebaut hast. Viele haben ja Probleme, Masse draufzupacken. Das dauert Jahre. Also wenn du jetzt 2, 3 Kilo im Jahr aufbauen kannst, also kannst du dir ausrechnen, wie lange du brauchst, um 10 Kilo draufzupacken. Bei den einen geht es schnell, so wie jetzt Nick Walker, das ist ein Mutant, das ist ein Dinosaurier für mich so. Aber das ist ja nicht mehr so, ne? Deshalb, also wie gesagt, ich denke, ich wäre von Anfang an in die Klasse gegangen, weil ich ich denke mal, hätte es auch gereicht. Also ich habe mit 100 Kilo mein Gesamtsicht gemacht und so, das wäre wahrscheinlich optimal. Aber ich fand dann später doch diese 120 Kilo, ab 115, 120, das Schwerste war 125 auf der Bühne. Das ist schon ganz was anderes. Aber jetzt überleg dir mal, Klassik Physik und wenn du so schwer bist, so wie Cedric McMillan. Du sahst halt trotzdem noch schön aus, Alter. So. Danke. Man hat sich das angeguckt und sogar meine Mutter, die damals gesagt hat, diese schweren niemals darfst du so aussehen. Die guckt so alte Bilder von dem Dennis Wolf und sagt so, aber so, ja, weißt du, blond, sieht immer noch in Ordnung aus, weißt du, was ich meine? Und das Gesamtpaket passt dann. Und das ist immer das, was ich auch so, deswegen mag ich immer diese Abgrenzung nicht von der Klasse, die Klasse. Wenn es ein schöner Athlet ist so und man den anschaut und sich denkt, Hammer, so muss Bodybuilding aussehen, dann feiere ich das. Genau. Und da gibt es halt welche in der Classic und auch in der offenen. Und deswegen,
Auch bei mir immer die Frage, die ewig lange Frage, und wann geht's in die Off? Ja, das habe ich schon gedacht, es dass ist du gefragt so wirst. die ganze Zeit, aber und ich denke so, ich kann mein Gewicht noch ausreizen jetzt, solange mache ich das. Wenn der Körper wachsen will der wachsen, wenn es schön aussieht, wenn es mir gefällt. Weißt du, es sind so viele Aspekte, wenn die Gesundheit mitmacht, alles drum und dran. Ja, dann kann man nicht so eine Antwort geben, weißt du, was ich meine? Du bist so jung, du kannst noch so viele Sachen machen. Also wie gesagt, mach weiter, es läuft ja bei dir im Moment und ja, gib weiter Gas. Auch wieder gute Überleitung für letzte Frage. Hättest du für dein jüngeres Ich einen Tipp, den du hättest besser machen können und halt von dem ich jetzt zum Beispiel oder die anderen jüngeren Zuschauer profitieren können? So. Ich würde sagen, mehr Wettkämpfe hätte ich machen sollen. Das ist auch das, was ich so mir auf die Fahne schreibe. Weil es war halt die ersten 2 Jahre, als ich in Amerika gezogen bin, war ich so beschäftigt. Jedes Wochenende war ich für BSN unterwegs, dass ich dann zum Beispiel einen Wettkampf gemacht habe und dann erst Olympia gemacht habe. Oder ein Jahr habe ich gar nichts gemacht, nur Olympia, weil ich qualifiziert war vom Jahr vorher. Ja. Das war jetzt, denke ich mal, nicht so schlau. Ich hätte mehr rausholen können, weil der größte Vorteil in der Sache, dass du öfters startest, du machst jedes Mal Fortschritte. Ja, Mann. So, das heißt, du kannst, wenn du jetzt ein Jahr durchstartest und dann ein Jahr oder ein halbes Jahr dich ausruhst, da hast du größeren Fortschritt, als wenn du zum Beispiel 2-mal im Jahr startest. Und ich meine, da kommst du nirgendwo, also, oder viel zu langsam. 2-mal im Jahr war ja noch gut, aber was sagst du zu den Profis heutzutage, so die sagen, ich brauche die ewig lange Offseason, dann 2 Jahre gar nichts machen? Das darfst du eigentlich nicht als Profi. Nein, ist verkehrt. Du bist dann komplett raus. Der Körper fühlt das nicht mehr so. Ja, wie gesagt, also verglichen halt mit dem Jahr, wo alles gut läuft, dann bist du ja on. Also du machst ja immer, und das ist ja genauso mit Diät oder sowas. Ja? Wenn der Körper weiß, okay, ich bin jetzt wieder auf Diät, dann bist du innerhalb von 2 Wochen wieder Motivation ist auch eine andere. Und dann geht es weiter. Aber wenn du 2 Jahre raus bist, schon allein in den 2 Jahren, dieses träge sein, müde sein, weil du ja schwerer bist, das führt, glaube ich, also wenn du zu lange machst, zu gar nichts. Also du machst keine Fortschritte. Also sagst du auch, diese ewig langen Off-Seasons, was die Leute machen, braucht man nicht. Nein. Weil es ist interessant, so, ich rede mit einem Markus Rühl, ich rede mit dir, alle, die weit gekommen sind, sagen, hey, man braucht nicht so Off-Season, und jetzt sagen alle, oh, du machst keine Off-Season zwischen Olympia und Arnolds, aber ich habe doch bei den Arnolds eine Verbesserung gebracht. Und deswegen ist es immer so schwierig für einen selber dann so herauszufinden, was ist jetzt das Richtige, weil man will sich auch verbessern, aber ihr habt es ja vorgemacht, so, man kann sich ja eben auch verbessern, gerade zu den Wettkämpfen hin. Und ja, deswegen sehe ich das genauso und versuche es genauso umzusetzen, aber es ist halt immer viel Gegenwind, und jetzt von dir das zu hören, befriedigt meine Meinung nochmal, weil ja, ich finde es auch geil, und du sammelst so viel Erfahrung auf den Wettkämpfen, lernst auch Leute kennen, das ist ja auch das, was man... Du hast ja auch als Bodybuilder, entwickelst du ja immer besseres und besseres Gefühl zu deinem Körper, alles. Also wie gesagt, also du merkst dann auch, dass halbes Jahr Off-Season ist dann top, aber wenn es halt ein Jahr dauert, dann schläft alles ein. Du bist halt nicht mehr derselbe. Also du trainierst dann immer weniger und solche Sachen. Ne? Finde ich auch. Aber coole Frage auf jeden Fall hier, Fragerunde. Ich danke dir für die Zeit. Sehr gerne. Ja, richtig cool hier. Wir sitzen hier abends nochmal vor dem Wettkampf. Ich freue mich morgen auf ihn. Wird cool. Gastauftritt. Mega geil. Und bei mir auf der Show. Also ich bin super glücklich, dass er zugesagt hat. Ja, und das ist halt der Superstar jetzt, gerade in Deutschland. Und wir drücken den Urs ganz fest die Daumen. Korrekt. Und ich hoffe, nächste Mal in Vegas. Das nächste Interview, oder? Ja, machen wir in Vegas. Und alle, die jetzt die morgige Dennis Wolf Classic verpasst haben, müssen sich nächstes Jahr noch ein Ticket gönnen. War jetzt aber ausverkauft, also wir freuen uns auf morgen. Jetzt gibt es noch ein kleines, aber feines Armtraining hier. Vielleicht gibt es ein paar Geheimnisse, dass ich den jungen Mann hier überholen. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.